Hallo, mein Name ist Peter Steinberger. Ich bin Fahrschullehrer bei der Fahrschule Jürgen Larsen in Nürnberg. Und ich werde dir heute ein bisschen was zeigen über den schönen Verkehr in Nürnberg und die Regeln und wie das Ganze am besten zu handhaben ist. So, als allererstes habe ich mir gedacht, fangen wir einmal an mit großen Kreuzungen. Bei großen Kreuzungen, ich habe sie hier mal aufgemalt, ist immer das Problem, dass der Fahrschüler oder Ungeübte nicht genau weiß, wie er sich zu verhalten hat, wo er sich hinzustellen hat. Ich habe hier mal eine Kreuzung aufgemalt, wo wir, wenn wir von unten kommen, grün haben. Damit haben automatisch die anderen, die von rechts oder links kommen, rot und der Gegenverkehr hat natürlich dann grün. Das ist deswegen wichtig, weil ich brauche mich jetzt nicht nach rechts oder links zu orientieren oder aufzupassen, denn da kann niemand kommen. Wenn ich mich also jetzt hier nach links abbiegen möchte, ist es für mich wichtig zu wissen, wo ich stehe. Und ich stehe immer, wenn ich mir dieses gedachte Kreuz vorstelle, in der unteren rechten Ecke. Würde ich zu weit links stehen, stehe ich im Gegenverkehr. Würde ich zu weit vorne stehen, kann der Gegenverkehr nicht abbiegen. Also für euch als Grundregel ist immer, die untere rechte Ecke gehört euch, alles andere solltet ihr nicht berühren, erst wenn ihr sagt, es ist frei und ich kann fahren. Zu der Regel, ach, es ist frei, solltet ihr eins wissen, nämlich, dass alles, was nach eurer Lenkbewegung kommt, vor euch darf. Das bedeutet, wenn von hier ein Auto kommt, darf dieses Auto vor euch. Denn ihr müsstet zu ihm hin lenken, um ihn zu treffen, also darf dieses Auto zuerst. Das gleiche gilt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Wenn ihr es hier so hin lenken müsstet, dann müsst ihr warten. Also denkt bitte dran beim Abbiegen. Ich bleibe so lange hier stehen, bis alles frei ist und dann gebe ich schön Gas und kann abbiegen. Jetzt schauen wir uns im realen Verkehr an, wie man am besten abbiegt bei großen Kreuzungen mit und ohne Straßenbahnen. Wichtig ist auch, dass man es schafft, das Gefühl für Kupplung und Bremse zu bekommen. Das bedeutet, dass man nicht zu schnell und aber auch nicht zu langsam anfährt. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich in den Spiegel schaue, dass man auch erkennt, dass man schaut, und ich werde immer so schauen. Das ist sehr, sehr wichtig in einer Prüfung. 80% sage ich immer, ist richtig schauen. So, ihr erkennt jetzt auf der Straße sehr genau diese dicke gestrichelte Linie. Die bedeutet, dass die linke Spur hier die Abbiegespur ist und die andere Spur geht dann woanders hin. Wenn man jetzt nach vorne beobachtet, dann sieht man auch eine gestrichelte Linie, die so quer durch die Kreuzung geht. Diese zeigt mir genau, in welcher Richtung ich fahren muss, und ich muss also immer links von dieser gestrichelten Linie bleiben, damit der Gegenverkehr, der ebenfalls von sich aus gesehen links bleibt, ja, vor mir abbiegt. So ist also ein relativ einfaches Abbiegen mit vielen Linien, die uns aber sehr, sehr viel helfen. So weiß ich also auch ganz genau, wo ich dann in der Kreuzung stehen bleiben muss. So, hier ist der Punkt, wo man stehen bleibt. Man ist nicht im Gegenverkehr, man ist auf seiner Seite. So, jetzt mache ich schon meinen Spiegel-Schulterblick, sehe, dass niemand da ist, und dann kann ich mit gut Gas die Kreuzung räumen, ohne dass ich irgendjemanden behindere oder gefährde. Beim Abbiegen auch wichtig, aufzupassen, dass kein Radfahrer von hinten kommt. Das sehe ich zuerst mal nur in meinem rechten Außenspiegel. Es gibt viele Fahrschüler, die nur einen Schulterblick machen und dann das Problem haben, den Fahrradfahrer zu übersehen. In so einer Situation musste ich schon öfters einen Unfall verhindern und bremsen, weil der Fahrschüler nur einen Schulterblick gemacht hat und nicht in den rechten Außenspiegel geschaut hat. An dieser Stelle sieht man eine Abbiegeampel
die geradeaus ist, rechts neben der normalen Hauptampel. Wenn diese Ampel grün zeigt, habe ich den Vorteil, dass kein anderer kommen kann, wenn ich nach rechts abbiege. Ich muss also auf niemanden achten, auch nicht auf Fahrradfahrer oder Fußgänger, die nach dem Lenken kommen, denn ich habe grün. Wenn jetzt diese Ampel ausgehen würde, so wie jetzt, dann gibt es kein Grün mehr für mich, sondern nur das allgemeine Grün beim Abbiegen. Und dann muss ich auch wieder auf Fußgänger und Fahrradfahrer achten, indem ich dann auch einen Spiegel-Schulterblick mache, um zu erkennen, dass da niemand kommt. Wenn ich rechtzeitig den Hinweis bekomme, wie zum Beispiel hier zweite Ampel links, dann versuche ich mich auch sofort schon einzuordnen und warte damit nicht zu lange. Also diesen Tipp bekomme ich, damit ich mich bei 2 Fahrstreifen sofort in die linke Spur einordne. So, wir kommen jetzt dann gleich zur zweiten Ampel. Das Besondere hier beim Abbiegen ist, dass es keine richtige Kreuzung gibt und das Abbiegen vor der Ampel stattfindet. Das bedeutet, ich fahre ja nicht an der Ampel vorbei, damit gilt nicht die Ampel für mich, sondern nur die Abbiegeregel, dass ich nach dem Lenken die Autos, die ich treffen würde, vorbeilassen muss. Also schaue ich nach vorne und wenn ich dann sehe, dass eine größere Lücke ist oder die Autos stehen bleiben, dann mache ich noch einen Spiegel-Schulterblick, achte auf Fußgänger und Fahrradfahrer und dann fahre ich hier um die Ecke und hier gilt dann erstmal wieder rechts vor links, da kommt auch kein Auto und dann kann ich wieder Gas geben. So, in dieser Situation kann der Prüfer sagen, zweite links. Deswegen ordne ich mich schon gleich mal nach links ein. Das große Problem bei zweiter links hier ist allerdings, dass es nicht die zweite Ampel ist, wie man vielleicht annimmt. Also, das wäre die erste links gewesen und jetzt will ich hier nach links und kann mich also auf jeden Fall schon mal in die linke Spur einordnen. Aber, wenn man genau aufpasst, sieht man hier auf dem Boden eine durchgezogene Linie, weil hier links darf ich noch nicht abbiegen. Ich muss erst weiter nach vorne fahren. So, hier mache ich meinen Spiegel-Schulterblick, achte noch auf den Gegenverkehr als letzten Blick und dann kann ich fahren. Also wäre ich jetzt bei der ersten abgebogen, dann wäre ich Geisterfahrer gewesen. Deswegen muss man immer beim Hinfahren auch aufpassen, wo darf ich denn hinfahren. Jetzt kommt auch gleich die nächste Situation. Wir wollen da vorne an der Ampel nach links abbiegen. Wie immer nehme ich zum Linksabbiegen die rechte Linksabbiegerspur. So, wir wissen, wir sind auf der rechten Spur und müssen natürlich auch in der Kreuzung auf der rechten Spur bleiben. Und jetzt sehe ich plötzlich ein Hindernis auf meiner Spur. Da wird sofort geschaut, Spiegel, Schulterblick und dann darf ich erst nach links lenken. Denn wenn ich in der Kurve einfach nach links lenke und neben mir fährt ein Auto, dann würde es zu einem Unfall kommen und das ist sehr gefährlich. Zur Not, wenn da ein Auto neben mir wäre, kann ich auch auf der rechten Seite stehen bleiben und warten, bis frei ist. Aber auf keinen Fall, ohne zu schauen, lenken. Und auch wichtig beim Lenken, erst fertig sein mit dem Schauen, bevor ich lenke. Denn viele machen ihren Schulterblick und während dem Schulterblick lenken sie schon nach links. Das hilft uns nicht wirklich viel weiter. Das Einzige, was uns dabei helfen würde, ist, dass wir sehen, wen wir ins Auto fahren.
Biegen kann ich nicht, ist mein unteres rechtes Eck, wie vorhin beschrieben, nicht immer gerade. Denn hier, wenn wir nach vorne schauen, sehen wir, dass die Kreuzung total versetzt ist. Das bedeutet, mein unteres rechtes Eck ist nicht einfach, indem ich gerade reinfahre, sondern ich muss zuerst mal nach rechts lenken, als ob ich geradeaus fahren wollte, bis zur ersten Schiene. Und jetzt stehe ich dem Gegenverkehr auch nicht im Weg und kann abbiegen. Also immer schauen, wo ist die gegenüberliegende Straße, und die erste Hälfte meiner Kreuzung werde ich erstmal so lenken, dass ich an der rechten gegenüberliegenden Straßenseite rauskommen würde. Danach darf ich erst nach links lenken.